dürfen wir heute einfach wieder mehr von dir lernen, wie du alles gedacht hast von Anfang an und was du für einen Plan mit uns Menschen vorhast. Vater, ich bitte dich darum, dass du einfach den Heinz und den Timo segnest, dass du ihnen die richtigen Worte gibst, dass sie einfach, wie sie gestern schon angefangen haben, einfach von dir zu erzählen. Es ist so lebendig gewesen, weil du bist ein lebendiger Gott. Und Vater, ich danke dir, dass es so rübergekommen ist. Und ich bitte dich einfach auch darum, dass heute, dass wir das aufnehmen können, dass wir das verstehen können und dass du, Heiliger Geist, einfach auch direkt zu uns sprichst. Aber Vater, ich bitte dich umso mehr auch, dass du einfach zum Heinz und zum Timo sprichst, dass du sie ermutigst, dass du ihnen Kraft und Freude schenkst. Und dass du, Heiliger Geist, dass sie einfach auch selber, auch wenn sie sich mit dem Thema schon so befasst haben, dass du einfach eine neue Offenbarung, etwas Neues auch ihnen zeigst, auch wenn sie unterrichten, Vater, dass du diesen Moment nimmst und einfach auch dein Auge auf etwas legst und sagst, hey, schau mal, da habe ich auch was ganz speziell für dich. Ich danke dir für das Privileg, dass wir wirklich dein Wort hören können und Erklärung dazu kriegen und ich will weiß, dass es segnen kann mit Frieden und mit Konzentration und eine Frische, Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst mit deiner Frische und dass diese Samen, das was sie so aussehen, wollen wir nicht so über uns rüberwerfen, Herr, dass es aufgeht. Ich will wirklich, dass du unsere Herzen auch gut hast, Herr, dass sie offen sind und dass wirklich das, was du tun möchtest heute, was du uns sagen möchtest, dass wir es nehmen können und dass du sie einfach so brauchst und dass du durch sie durchgehst, Heiliger Geist. Danke für deine Kraft und dass in deinem Wort wirklich lebendig ist. Amen. Vielen Dank. Thank you. Everyone copied what you need from the stick or not? Habt ihr alle das kopiert, was ihr braucht von dem Stick? So, Ich bin aber auch. it's the files that I'm using and you can just pass it to Das sind die Daten, die ich auch gebrauche. Das kann ich abgeben. Okay. PowerPoint is on there as well, so. Das PowerPoint ist auch drauf. Gestern waren es. Ja, nee, also ich arbeite immer dran von daher. The page is very, Heinz is still expanding. How many pages on PowerPoint were close to 20 something? Yeah. Oh no, that's the PDFs here. Oh, okay. Yeah. Okay. When I teach, I usually try to work very nicely with dictionaries. Wenn ich lehre, versuche ich normalerweise gut mit Lexika zu arbeiten. That's why I put 2 dictionaries under my computer so I can read better what's on there. Und darum habe ich auch 2 Lexika unter meinem Laptop gelegt, damit ich besser lesen kann. It's at a certain age, somehow the distance of your stuff that you want to read becomes relevant, you know. Ab einem gewissen Alter wird der Leseabstand dann tatsächlich bedeutsam. So I need my 50 centimeters and then I'm fine. Ich brauche meine 50 Zentimeter und dann stimmt's. Okay, we were looking at geography yesterday to end with. Gestern haben wir uns am Schluss ja noch Geografie angeschaut. And in the papers that you got, I added some maps. Und in euren Unterlagen habe ich einige Karten hinzugefügt. They are from the Moody Bible Atlas. Die stammen aus dem Moody Bible Atlas. I'm not sure if you have one here. Ich weiß nicht, ob ihr hier auch einen habt. The fun part is when you buy the atlas, you also buy a key and you can download all the maps electronically. Das Tolle ist, wenn ihr den Atlas kauft, bekommt ihr auch einen Schlüssel, mit dem ihr all die Karten runterladen könnt. So I stole them from there. Und ich habe sie von dort geklaut. Now, when we look at the maps, there are a few things that really help us. Wenn wir uns die Karten anschauen, gibt es ein paar Dinge, die wirklich hilfreich sind. So you are asked to draw a map yourself. Also ihr habt ja die Aufgabe, eine Karte selber zu zeichnen. Which is work, I know. Und das ist Arbeit, ist mir klar. But what I discovered in many years of Bible study is if you do your work, you can retain the information much better. Aber was ich in all den Jahren immer wieder erlebt habe, ist, wenn ihr die Arbeit macht, könnt ihr die Wirkung viel, viel länger behalten. So if you draw a map, you have gone through the process of thinking where things belong.
and then you can remember better. Wenn ihr eine Karte malt, wenn ihr durch den ganzen Prozess durchgegangen seid, was genau wohin gehört, könnt ihr euch viel besser und länger erinnern. And books that are relating to geography, like Joshua or Acts, for example, Und Bücher, die viel mit Geografie zu tun haben, wie Josua oder die Apostelgeschichte, they become much more vivid when you know where you are. die werden viel lebendiger, wenn ihr wisst, wo ihr gerade seid. And you see many more connections of things this way. Und ihr seht viel mehr Querverbindungen. So it really is beneficial to draw a map, even though it's work and sometimes looks a bit boring. Also es ist total nützlich, sich auf die Mühe zu machen, Karten zu zeichnen, auch wenn es ein bisschen langweilig ist. So I added a map, first of all here, which describes a little bit where Israel came to. Ich habe ein bisschen eine Karte gezeigt, die beschreibt, wohin ist Israel überhaupt gekommen. So we see the regions like Gilead up here, or Ammon, the Moabite territory, and so on. Wir sehen die Region, Gilead, Ammon, das moabitische Territorium und so weiter. And that really helps to understand what's going on, as I said. Das hilft zu verstehen, was hier vor sich geht. The southernmost town is Beersheba here, Die südlichste Stadt ist Beersheba and from there on it's basically desert. und ab da ist es eigentlich nur noch Wüste. There is some bushes and brushwork, but not really a livable area. Da gibt es ein paar Büsche und so, aber nicht wirklich bewohnbares Gebiet. And a term that is often used in the Bible, in the Old Testament, is the brook towards Egypt. Und ganz oft gibt es in der Bibel auch den Ausdruck der Bach Ägyptens. Small river, you know. Kleine Flusslein. That is what they considered to be the border, more or less. Das war eigentlich mehr oder weniger die Grenze. From there on, it was Egyptian territory, Und ab dahinter war ägyptisches Territorium. which means they also had some desert here. Und da war also auch Wüste. So it didn't involve many people, it just knew where you were when you walked there. Da waren nicht viele Leute, aber man wusste zumindest auf welchem Territorium man. In the north, the territory of Israel went somewhere up to the area of Dan. Im Norden ging das Territorium ungefähr bis ins Gebiet Dans, Which would be at the springs of the Jordan River. das ist bei den Jordanquellen. So that is the territory they more or less controlled afterward. Das war das Territorium, was sie später mehr oder weniger kontrollierten. The coastal areas here along Israel, they were all very sandy. Die Küstengebiete um Israel herum waren sehr sandig. That was because of the sand that was pushed into the Mediterranean by the Nile River from Egypt. Das war der Sand, der vom Nil ins Mittelmeer eigentlich gespült wurde. The Strömung. Strömung. Yeah. Current. Current, thank you. The current of the Nile goes east when it enters in the Mediterranean, so the sand drifts along to the Israeli coast. Also die Strömung tritt ostwärts, nach Osten gerichtet ins Mittelmeer ein und darum wird der Sand dann auch an die Küste Israels gespült. So, if you have a coast which is sandy, it's not easy to develop shipping culture or industry, basically. Wenn ihr eine sandige Küste habt, dann ist es sehr, sehr schwierig, Häfen und Schiffsverkehr zu etablieren. Because it always fills the harbors. Denn die Häfen sind immer voll mit Sand. The Romans tried it with Caesarea, Die Römer haben das versucht mit Caesarea, somewhere up here, irgendwo dort. and the problem was they regularly had to dig out the harbor again. Und die mussten regelmäßig den Hafen wieder neu ausbuddeln. So it's not really beneficial. Also das bringt nicht viel. Now, because of Mount Carmel, that's the mountain range that reaches the coast here, Aufgrund vom Berg Karmel, also der Bergzug, der dort an die Küste reicht, the current then drives the sand into the Mediterranean, so from here on, it's a rocky coast. und darum ist der Sand ab dem Punkt wieder mehr ins Mittelmeer getrieben worden. And Und man hat there- dort eine Felsküste. There we have the Phoenicians who were heavily involved in trading by ship. Und dort sind dann die Phönizier und die waren sehr stark im Seehandel. So Tyre, Sidon were the big cities of the Phoenicians, Tyrus und Sidon waren die großen phönizischen Städte. and they were a rich nation because of trading. Und das war eine reiche Nation wegen der Seefahrt. So all of this, of course, influenced Israel as well, All das hat natürlich auch Israel beeinflusst, as we have seen. wie wir schon gesehen haben. Now, when we look
into Israel and especially into Joshua, Wenn wir uns jetzt Israel und vor allen Dingen in Verbindung mit Josua anschauen, now this is a map which contains roughly the areas where the tribes were. das ist eine Karte, die ungefähr die Stammesgebiete aufzeigt. And you see that there are lots of cities in there. Und ihr seht, dass dort viele Städte sind. Now, how big does a town have to be until it's called a city Wie groß muss eine Stadt sein, bis man sie Stadt nennt? at that time? Damals. Any ideas? Irgendeine Ahnung? What is it today? Pretty small. Was ist heute die Grenze? Ab wann ist man eine Stadt? I don't know. Worldwide? Huh? 5? 5000? We have 10 in Switzerland. In der Schweiz sind es 10.000. Yeah. Which means we don't have many cities. Das heißt, wir haben nicht so viele Städte. But it's a few thousand, Ein paar and Tausend. somewhere along the way it becomes a city. Und dann irgendwann ist es eine Stadt. That is our thinking. Das ist unser Denken. So city is related to size. Stadt hat mit Größe zu tun. In their time, city was related to walls. Damals war es eine Stadt, sobald eine Mauer drumherum war. If it had a wall, if it was to some degree protected or even extensively fortified, it was a city. Wenn es eine Mauer hatte, also irgendwie geschützt war oder in irgendeinem Maß befestigt, war es eine Stadt. So if you build a wall around the castle property and the Metzgerwirt across here, Wenn ihr eine it's a Mauer city. um das Schloss und den Metzgerwirte baut, dann ist das hier eine Stadt. It doesn't have to be big. Das muss nicht groß sein. Okay? So if we read about these cities, we have to slightly change our thinking. Wenn wir also von diesen Städten lesen, müssen wir unser Denken ein bisschen anpassen. It can be much smaller, it doesn't have to be big. Das kann viel kleiner sein, das We, muss we nicht would groß sein. call that a village with a wall. Wir nennen das ein Dorf mit einer Dorfmauer, Okay, but not a city. aber nicht eine Stadt. Okay, so it's a different view at that time. Es ist eine andere Sicht dazu mal. The same is with the kingdom. Das gleiche mit Königreichen. If we think kingdom, it is big. Wenn wir Königreich denken, denken wir Okay, groß. okay, Monaco is not so big, Ja, Monaco ist nicht so groß, ja, but still reasonable size. aber immer noch vernünftige You Größe. can get lost there if you want to. Man kann sich dort verlaufen, wenn man es versucht. Okay. A kingdom at that time was a chief who governed the city. Ein Königreich damals war ein Chefhäuptling, der die Stadt befehligt So hat. it's very local. Sehr ortsgebunden. You would have many kingdoms here. Ihr habt viele Königreiche dort. Because it was not thinking in nations, it was thinking in local places, in villages or towns. Denn man dachte nicht national, man dachte örtlich, Dörfer, Städte. There are a few kings that had larger spheres of influence. Es gab ein paar Könige, die einen größeren Einflussbereich The hatten. guys on the east of the Jordan, there were Og and Bashan. Die Typen östlich des Jordans, Sihon, Og und sorry. Baschan, Sihon, the king of Bashan. Sihon, der König Baschans, They had more than a village, they had a whole region. die hatten mehr als ein Dorf, die hatten eine ganze Region unter ihrer Kontrolle. Usually they were called the bigger kings, Die wurden normalerweise die größeren Könige genannt. but because this term bigger doesn't really exist, they were called king of kings. Weil es den Ausdruck größer oder Großkönig nicht gab, hat man einfach König der Könige gesagt. So you just add one level and then you are a higher king. in Man that sense. fügt einfach eine Ebene hinzu und dann ist man ein größerer König oder Großkönig. Somewhere down here, when we speak of the towns in the mountains south of Jerusalem, Wenn wir über die Städte sprechen, in den Berggebieten südlich von Jerusalem, I'm too far up here, that's why I didn't find it. So Hebron or places like this, also Hebron und das Umland, it seems that they also had the major town and a few little villages around. dort gab es auch die Hauptstadt und dann kleine Dörfer drumherum. So that would be probably open villages, Das sind wahrscheinlich eben offene Dörfer. and in case of a threat or a war, those people would then go into the city and find protection there. Und im Falle einer Bedrohung oder eines Krieges würden die Leute dann Zuflucht in der Stadt suchen. But usually everything, when we read it, we think big, but it is small. Aber normalerweise alles, was wir lesen, haben wir sehr große Vorstellungen, aber es ist meistens ganz klein. So when we look into Joshua in chapter 11, we have this list of kingdoms that they took. Wenn wir uns Josua 11 anschauen, da haben wir diese Liste von Königreichen, die sie eingenommen haben. First there are Og and
Sihon are listed, the two kings of the east. Am Anfang werden Og und Sihon aufgeführt, die Könige des Ostens. And then we have a list with 31 kings on the west side of the Jordan, Und dann haben wir 31 Könige westlich des Jordans. which means they are small kingdoms. Und das sind kleine Königreiche. Okay, so that is some basic adjustment that we have to do when we read the text. Und das sind einige Anpassungen, die wir vornehmen sollten, wenn wir den Text lesen. Now, each of these kingdoms, big term. Bist du unterwegs? Ja, okay. Ausrufen ist später. Okay. So each of these kingdoms, they had their own gods. Jedes dieser Königreiche hatte ihre eigenen Götter. Now, this is something weird, Das ist auch etwas seltsam. because a god was at that time a geographical issue. Denn damals waren Götter ortsgebunden. Okay? If you were strong, your God would control this territory. Wenn du stark warst, dann hat dein Gott dieses Territorium kontrolliert. And if you could conquer someone else, it meant your God was even stronger than their God there. Und So, wenn du ein Gebiet erobern konntest, dann hieß das, dein Gott war sogar stärker als der Ortsgott dort. but if you tried it and you were defeated, it meant their God was stronger than yours. Und wenn du es versucht hast und besiegt wurdest, dann hieß das, ihr Gott war stärker als dein. So, the fights between people was always also basically a fight between the gods. Also die Kämpfe zwischen den Völkern und Reichen war eigentlich auch immer ein Kampf zwischen deren Göttern. And therefore, suddenly there is a people group that doesn't think in that category anymore. Und jetzt plötzlich kommt dort eine Volksgruppe, die gar nicht in diesen Kategorien denkt. And they had to learn it. Und die mussten das lernen. That is universal at that time. Das ist universell dazu. If you were in Egypt, you had Egyptian gods. Wenn du in Ägypten warst, hast du ägyptische Götter. If you went to Babylon, you had Babylonian ones. In Babylon gab es die babylonischen Götter. And you had big ones and smaller ones. So Größere. whole system. Größere, kleinere, ein ganzes System. Or actually many systems. Oder viele Systeme. And suddenly Israel comes and says, our God is the God of heaven and earth. Und plötzlich kommt Israel und sagt, unser Gott ist der Gott des Himmels und der Erde. So first of all, they had to learn that God was with them. Zunächst mal mussten sie lernen, dass Gott mit ihnen war. They lived 400 years in Egypt, Die lebten 400 Jahre in Ägypten. in a culture that has a very geographical concept of gods. In einer Kultur, die ein sehr geografisches Konzept von Göttern hat. And suddenly they left the area. Und dann haben sie das Gebiet ja verlassen. So the question is, what happens to our God? Die Frage ist, was passiert jetzt mit unserem Gott? Will he be beaten up by other gods when we come there? Wird er jetzt von anderen Göttern verhauen, wenn wir dorthin kommen? That's the thinking, okay? Das ist das Denken. So God did quite a few miracles on the way. Und Gott hat einige Wunder auf dem Weg vollbracht. And they are not just there to make Bible reading more interesting. Und die sind nicht nur da, damit das Bibellesen ein bisschen spannender wird. They actually show the Israelites that God is the same wherever they go. Sie zeigen den Israeliten, dass Gott der gleiche ist, egal an welchem Ort sie sich befinden. When they crossed the Jordan and were preparing to take Jericho after in chapter 5, Als sie den Jordan überquert hatten und davor waren, Jericho einzunehmen, in Kapitel 5, we have the story that they executed the circumcision, which was neglected. da haben wir die Geschichte, dass sie sich alle wieder beschnitten haben, was ja vernachlässigt wurde in den Jahren zuvor. So they somehow forgot about that law. Irgendwie hatten sie das Gesetz vergessen And they celebrated Passover. und sie haben das Passa gefeiert. And then Joshua meets this chief of the army of God. You read the passage, I'm sure. Huh? Und dann trifft Josua diesen Befehlshaber der Armee Gottes. Ihr habt That das would be gelesen. 5. What was it? 13, Tell me again. 5, 10, 13. 13. Sorry. I didn't open my Bible yet. Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, are you for us or for our enemies? Und es begab sich, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und gewahr wurde, dass ein Mann ihm gegenüberstand und ein bloßes Schwert in seiner Hand hatte. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? The answer is rather interesting. Die Antwort ist recht interessant. Neither. Weder noch. But as a commander of the army of the Lord I have now come.
aber als Fürst über das Heer des Herrn bin ich jetzt gekommen. And then Joshua reacts to that, Und dann reagiert Josua darauf, because that obviously must be an angel. denn es muss offensichtlich ein Engel sein. Okay? And then he falls down, Dann fällt er auf sein Angesicht and Joshua doesn't worship the angel, but honors him and asks, what message do you have? und Josua betet den Engel nicht an, aber er ehrt ihn und sagt, okay, welche Botschaft hast du? Now, did you ever wonder about the message? Hast du dich je gefragt, was die Botschaft ist? Take off your sandals, for the place where you are standing is holy. Zieh deine Schuhe aus, denn die Stätte, darauf du stehst, ist heilig. I mean, what kind of message is that? Was ist denn jetzt das für eine Botschaft? Well, I mean, he could say, well, God is fine, he had a good rest, and now he's ready to help you, or something like this. Er hätte ja auch sagen können, Gott geht's gut, er hat sich erst jetzt erholt und jetzt hilft er dir. But now he simply says, get out of your shoes, Aber die Botschaft ist, hey, zieh deine Schuhe aus, because it's holy here. denn es ist heilig hier. It's kind of weird, isn't it? Ist ja ein bisschen seltsam, oder? But if you think of their concepts of God, Wenn ihr nachdenkt über das Konzept von Göttern, it basically says, God rules here as well as he did in Egypt. dann sagt das grundsätzlich, Gott regiert hier genauso wie in Ägypten. So you can trust him here the same way as you always did when you wandered through the desert. Und ihr könnt euch auf ihn hier verlassen, genauso wie das auch während der ganzen It is Wüstenwanderung his war. ground. Es ist sein Grund und Boden. So make sure that you don't forget he's a holy God. Und stellt sicher, dass ihr nicht vergesst, er ist heilig. That's the message. Das ist die Botschaft. But what he says is take off your sandals. Was er sagt ist, zieh deine Latschen auf. Of course, that refers to a similar experience of Moses in front of the burning bush. Und das bezieht sich natürlich auf eine ähnliche Erfahrung, die Mose am brennenden Busch It's hat. showing that God is present. Es zeigt, dass Gott gegenwärtig ist. Okay. And he is present for the Israelites here as well, in this new territory. Und er ist auch gegenwärtig den Israeliten hier in diesem neuen Gebiet. So, for us, when we read this passage at first, we wonder, why is this there? Wenn wir das zunächst lesen, fragen wir uns, warum ist das jetzt da? But if you know how their culture was regarding their view of gods, it is a message. Aber wenn ihr wisst, wie ihre Kultur war und ihr Bild von Gott, dann ist das tatsächlich eine Botschaft. I am with you, and this is my territory. Ich bin bei euch und das ist mein Gebiet. Okay. So, tremendous encouragement, actually. Also eine Riesenermutigung eigentlich. So, we see that the more we get into their ideas, the easier it is to understand the text. Und wir merken, je mehr wir uns in ihre Lage hineinversetzen können und ihre Vorstellung, desto einfacher ist es für uns, den Text zu And verstehen. of course, one issue would be geography. Ein Thema, wie gesagt, ist Geografie. Another one would be Bible dictionaries. Ein anderes sind Lexika. I'm not sure whether you're really into reading Bible dictionaries, but it's actually fun. Ich weiß nicht, ob ihr mal ein Lexikon einfach durchgelesen habt, aber das macht Spaß. If you don't know what to do one day, Wenn euch mal langweilig ist, just read a Bible dictionary. lest doch mal ein Lexikon. You can always learn something you didn't know. Ihr I'm könnt sure. immer was lernen, was ihr noch nicht wusstet, bin ich sicher. Okay, so you have material to make your maps. That's fine. Ihr habt Material, um eure Karten anzufertigen, das ist super. We have a bit of an issue with these maps here when we look at territories, Wir haben so eine kleine Sache, wenn wir uns die Karten hier anschauen in Bezug auf die Territorien. and I thought I will do that right at the beginning. Ich dachte, ich mache das gerade mal am Anfang. I make my own maps as well, but I put them on computer. I don't draw them. Ich mache auch meine eigenen Karten, aber die machen wir auch über. So we have the territory, how they should assign it. Wir haben das Territorium so, wie das zugeordnet ist. So how actually Joshua divided it up. Also wie Josua das aufgeteilt hat. But in most Bible dictionaries, they are cheating a little bit. Aber in den meisten Bibellexika mogeln die. And that has to do with the tribe of Dan. Und das hat zu tun mit dem Stamm Dan. Now it's too high up, so we need Das ist der Schuh weit oben. a longer distance here. Now, normally the territory of Dan is indicated in the north. Normalerweise wird das Territorium Dans im Norden angegeben. Originally, they got the territory here at the coast, Aber- east of Ephraim. Ursprünglich war ihnen das Territorium dort östlich von Ephraim an der Küste zugewiesen. But they couldn't take it. Aber die konnten das nicht einnehmen. The people around there were too strong for them, Die Leute drumherum waren zu stark für sie. and therefore they decided, okay, let's look for something else. Und dann haben sie beschlossen, komm, wir schauen uns neu um. The problem is,
almost anything else was already taken. Das Problem ist, alles andere war ja schon erobert. So they decided we'll go up and up and up. We want to stay near the water. Und dann haben sie gesagt, wir gehen mal hoch, 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 wir wollen irgendwie am Wasser bleiben. And eventually they came up to the area where the springs of the Jordan are. Dann kamen sie schlussendlich zum Gebiet der Jordanquellen. And they found, as we see in Judges, they found some towns which are peaceful and nobody had anything against anyone and they just took them. Und sie haben da ein paar Städte gefunden, die waren friedlich und niemand hatte was gegen irgendwen und die haben sie dann eingenommen. So, God gave them the territories. Also Gott gab ihnen das Territorium. Joshua handed it out to the people Josua hat das verteilt and Dan improvised a little. und Dan hat etwas improvisiert. But God So didn't is it. help Dan to get his inheritance? Or how can I understand this? When God gave them the country, every time it mentions then God helped Judah to get their country. And he didn't help Dan, so Dan had to move up, or they did something wrong? Also das verstehe ich nicht ganz. Es heißt ja immer, Gott hat ihnen das Land gegeben und dann heißt es, Gott hat Judah geholfen, das zu erobern und jetzt hat Gott irgendwie Dan nicht geholfen. Also das verstehe ich nicht. Hat er was gegen sie gehabt? No, he didn't have anything against them. Er hatte nichts gegen sie. They were just not obedient to him. Die waren einfach nicht gehorsam. They thought it's not working, and they didn't keep on, but they gave up and moved somewhere else. Sie dachten, das irgendwie funktioniert nicht und dann haben sie nicht durchgehalten, sondern sie haben aufgegeben und haben sich was Neues gesucht. If you look at this map, it looks rather big, the territory, does it? Wenn ihr euch die Karte anschaut, das sieht jetzt recht groß aus. I mean, Judah goes all the way down to the brook of Egypt here. Also Judah reicht ja bis an den Bach Ägyptens. Simeon is inside Judah, Simeon ist irgendwo in Judah drin. and that's why after a while the tribe of Simeon is not mentioned anymore in the Bible. Darum wird auch nach einer Weile der Stamm Simeon gar nicht mehr erwähnt. Because it just kind of became part of Judah. Der wurde so assimiliert in Judah hinein. So whenever we hear Judah later, usually it means Judah and Simeon. Wenn wir später von Judah hören, heißt das normalerweise Judah und Simeon. But yeah. Now, that's the theory. Das ist die Theorie. That's the practice. Das ist die Praxis. That's what they got at the end of Joshua's time. Das ist, was sie wirklich eingenommen hatten am Ende von Josua. And there are quite a few gaps here. You Und da see gibt es einen them? Haufen Lücken, seht ihr das? Okay. So, Joshua actually told them at the end of the book, you still have a lot to do. Josua hat ihnen am Ende des Buches gesagt, hey, What? ihr habt da noch einen Haufen Arbeit vor euch. He also said, God has given us everything. Aber er sagt auch, Gott hat uns alles gegeben. But it's just not completed. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Now, Dan didn't do the job. Also Dan hat seine Aufgabe nicht gelöst, Others did, andere schon. but not much. Aber nicht viel. Okay? When we look at the kingdoms later on, Wenn wir uns die Königreiche später anschauen, I think that's this one. Yeah. So this is the, what is that, pink? Yeah. I'm partly colorblind, that's why I'm asking. ich So bin I'm red and rot-grün, ich green. weiß es manchmal nicht so genau. Yeah. So this pink stuff here is what Saul was controlling, more or less. Das rosa Gebiet ist das Gebiet, was Saul später kontrolliert hat, mehr oder weniger. Now, if you compare that to the map that I just showed you, Wenn ihr das vergleicht mit der Karte, die ich euch eben gezeigt pretty habe, similar. ist es ungefähr gleich. So, by the end of the time of the judges and the beginning of the time of the kings, they didn't have the land yet. Am Ende der Richterzeit und Anfang der Königszeit hatten sie das Land noch nicht. Okay? And Saul didn't really increase much property for them. Und Saul hat nicht großes Land dazu gewonnen. Now, David changed it. That's the orange stuff around here. David hat das geändert, das ist das Orange, was wir sehen. There were some issues with the Philistine territory. Da gab es ein bisschen Trouble mit den Philistern. But in general, he expanded the kingdom very much Aber im Großen und Ganzen hat er das Reich sehr erweitert, and handed it on to Solomon. hat das Salomo übergeben. And then Solomon even expanded more to the north, even up to the Euphrates. Und Salomo hat das noch im Norden erweitert bis hin zum Euphrat. Now, this was not military control in the north. Das war nicht militärisch kontrolliert im Norden. He controlled through economy. Es war wirtschaftlich The kontrolliert. people depended on him. Die Leute waren abhängig von ihm. So he had trade agreements and protecting the market agreements and stuff like this. Handelsvereinbarung, Marktschutzvereinbarung und so weiter. But basically, Solomon controlled this whole territory, which is quite huge. Und Salomo kontrollierte dieses ganze Gebiet, das ist recht groß.
and which is exactly the general description that God promised to them. Und das ist ziemlich genau die exakte Beschreibung dessen, was Gott ihnen versprochen hatte. Okay, so under David and then Solomon, they really had the maximum expansion, Unter David und Salomo hatten sie die maximale Ausdehnung. and then it just